Vor einiger Zeit habe ich im Rahmen meines Sinclair-Projekts 2 unterschiedliche Kassettenemulatoren Duinos vorgestellt. Es war ein Maxi-Duino und ein TZX-Duino von Zaxxon. Für das Maxi-Duino-Modell gab es ein recht einfaches Gehäuse, das aber auch nicht so recht gepasst hat, und für den TZX-Duino hatte ich damals nichts gefunden. Nun hatte mich mein guter Bekannter Alexander auf ein Gehäusemodell bei Kals 3D aufmerksam gemacht, und für 4 € habe ich dann die Datei erstanden und ausgedruckt. Und davon will ich hier etwas erzählen. Der TZX-Duino ist ein Kassettenspielerersatz für den Sinclair ZX8081 Spectrum, für den Amstrad CPC und weiterer Retro-Computer. Er verhält sich wie ein gewöhnlicher Kassettenspieler, außer dass er digitale Dateien von einer Micro-SD-Karte abspielt. Die Platine habe ich bei PCBWay erstanden und dann auch zusammengebaut. Nun fehlt nur noch das Gehäuse. Nachdem mich Andreas mit der Nase auf das Cal 3D Modell gestoßen hat, wurde es gekauft und auch ohne nachzudenken mit einem PLA-Filament gedruckt. Nach einiger Zeit und viel entfernten Support wollte ich meinen Duino einsetzen, aber der passte nicht in der Höhe. Und auch die gesteckten I²C-Verbindungen, die müssen angelötet werden. Das Gehäuse ist für ein TZX-Duino konstruiert, bei dem der Nano fest eingelötet ist. Und ich habe meinen Nano auf einen Sockel gesetzt. Und das LCD war in einem Abstand von 20 mm zur Platine montiert. Was hätte nun geholfen? Den Nano heruntersetzen und fest einlöten, einen neuen TZX-Duino zusammenlöten oder das Gehäuse zu ändern. Und da kommt nun wieder Andreas ins Spiel. Der gute Mann hat sozusagen das Oberteil in der Höhe verändert und nun passt auch das 20 mm hohe LCD hinein. Auch im Unterteil wurden ein paar Verbesserungen angebracht, die den Einsatz der Platine erleichtern. Eine gute Idee war auch die Vorbereitung der Löcher für 2,5er Einschmelzgewinde. Mit dem 2,5×12er Schrauben kann man dann die Teile verbinden. Und hier setze ich nun mal die Einschmelzgewinde ein. Auch müssen nun längere Drucktasten gedruckt werden. Diese sind bis auf die schwarze Reset-Taste aus PLA. Die alten waren 21 mm hoch und die neuen sind 28 mm groß. Nun wird alles schön eingepasst und mit den Schrauben sicher zusammengefügt. Und nun kann ich ans Testen gehen. In meinem ersten Video habe ich ja ausgiebig die Funktion des Duino gezeigt. Also will ich hier nur ein paar kleine Demo-Programme laden und damit das Video abschließen. Als erstes lade ich ein buntes Bildchen New York. Und im kleinen Fenster kann man dann den Fortschritt des Ladevorgangs verfolgen.
Das zweite Demo ist sehr kurz und Zorba bildet in Schwarz-Weiß den Abschluss meiner Arbeit mit dem Duino-Gehäuse. Mein Dank geht noch einmal an Andreas für diesen Remix. Aber leider können wir die Druckdateien nicht weiter verteilen, da es sich um ein kommerzielles Modell handelt. Ich hoffe aber, es hat Ihnen trotzdem Spaß gemacht und freue mich auf ein Wiedersehen. Tschüss und Salü aus dem Saarland.